Auf unserer Panamerikaner-Reise sind wir mitsamt unserem Van auf einer Vulkaninsel gelandet. Die zentralamerikanische Hitze macht uns ganz schön zu schaffen. Ja, aber die Hitze ist immer noch nicht aus dem Van. Deshalb hier ist der Ventilator, damit Jessie nicht stirbt beim Kochen. Ja. Bei mir läuft es nur noch runter, ich ziehe mich gleich aus. Doch das kann uns nicht davon abhalten, diese besondere Insel und ihre schönen Seiten zu erleben. Und wir müssen umdrehen, um da hinzufahren. Wow. Ein riesengroßes Dankeschön an alle, die uns in den letzten Tagen unterstützt und sich unser E-Book übers Reisen in Kanada mit dem Camper gekauft haben. Wir sind wirklich überwältigt, wie viele sich eins gekauft haben und auch wie positiv das Feedback ist. Wir können es kaum fassen. Wir wollen darum unbedingt auch diese Reihe fortsetzen und ein neues E-Book schreiben. Schreibt doch gerne unten in die Kommentare rein, welche Region oder welches Land euch am meisten interessieren würde. Und wenn ihr euch fragt, was ist alles in diesem E-Book drin? Es ist eine Sammlung an Informationen, die wir während unserer 6-monatigen Reise in Kanada gesammelt haben. Und da drin stehen zum Beispiel Informationen über Highlights, Stellplätze, aber auch alltägliche Dinge, wie zum Beispiel, wo kann ich Wasser füllen, wie funktioniert das mit Internet oder wie kann ich meine Gasflasche auffüllen. Und natürlich noch ganz viel weitere Informationen. Wer sich jetzt also ein eigenes E-Book sichern möchte, schaut gerne in unserem Shop vorbei. Da findet ihr auch weitere Details und auch ein paar Vorschaubilder. Wir freuen uns auf euren Besuch und zwar auf chappytravelers.com/shop oder natürlich auch über den Link, den wir euch unten in die Videobeschreibung setzen. Hola zu einem neuen Video und schön euch dabei zu haben. Wir sind immer noch in Nicaragua. Genauer gesagt sind wir jetzt auf der Insel Ometepe. Und wir starten gleich. Wir sind richtig früh aufgestanden, also wollen wir morgens nicht so viel Zeit verlieren. Wir wollen nämlich an einen Ort, an dem man nur über Wasser hin kann. Und deswegen ja, steigen wir gleich in ein Kajak. Ich bin schon so aufgeregt. Da hinten sind Affen. Das sind die, die wir in der Früh wahrscheinlich gehört haben. Ja, die Brüllaffen, oder? Ja, genau. Da kraxeln die rum. Er ist auch noch nicht so heiß, da kann man sich noch bewegen. Ja, voll. Aquí no se ven tanto cerca. Son muy lagartijas, cosas así. Son omnívoros. Wir machen anscheinend auch Vögelgeräusche wie die Affen. Es sieht aus wie eine Art Reiher, ja. Aber die machen so ein komisches Gurgelgeräusch, so ein lautes. Ganz speziell. Und wir dachten immer, es seien die Affen. Ja, also es klingt ähnlich wie die Brüllaffen, man kann es schon unterscheiden, aber es ist sehr ähnlich. Oh, der will auch noch was sagen. Hier sind wir in einer relativ ruhigen Bucht, aber auch wenn man so hier nach hinten sieht, man sieht kein Land am Horizont und man denkt wirklich, man wäre auf einem Meer. Aber nein, wir sind einfach nur auf einem riesigen See, der Nicaragua-See. Und der ist 15 Mal so groß wie der Bodensee. Wir haben es auch extra nachgerechnet, wir konnten es selbst nicht glauben. Er ist einfach riesig. Und ja, gerade hier sind wir eben an einer Bucht und wir fahren nachher in einen Fluss rein, der besonders viele Tierarten beheimatet. Also nicht, dass wir bis jetzt nicht viele schon gesehen haben. Das stimmt, wir haben ja eh schon so viele gesehen, aber ein paar mehr darf man auch noch mal erwischen. Da soll es welche geben, die wir sonst noch nicht gesehen haben. Jetzt geht's in den Fluss rein und hier sollen wohl die richtig wilden Tiere warten. Die wilden Tiere? Die wilden Tiere.
Also eigentlich bin ich ja wegen der Kamane hier und Ja. gerade haben wir den ersten gesehen. Versteckt sich noch. Ich hoffe, wir kriegen noch einen besseren Blick. Also schon nur die Geräuschkulisse hier ist ja unglaublich. All diese Vögel zu hören und ja, die Natur, so richtig nichts anderes als Tiere zu hören. Das ist richtig schön. Aber wir müssen richtig gut auf der Lauer sein, denn die verstecken sich alle hier. Wir werden hier wieder beobachtet. Oder wir beobachten ihn. Hier ist ein Kaiman, ein kleinerer Kaiman. Ja, versteckt sich richtig gut. Ich hätte ihn im Leben nicht gesehen. Man sieht ihn auch nur stehend. Ist halt ein bisschen wackeliger, aber Passt schon. ist schon cool, die hier so zu sehen. Wir hatten uns überlegt, diese Tour alleine zu machen, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung, mit dem Guide, also mit Jonathan, mitzufahren, denn ohne ihn hätten wir wahrscheinlich die Kaimanen auf jeden Fall nicht gesehen. Also die sind ja so versteckt. Ich glaube, wir hätten uns hier in diesem Labyrinth wahrscheinlich verloren und ja, von dem her war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, mit ihm mitzufahren. Ja. Ganz schön eng hier. Ja, aber hey, er hat uns den Weg mit der Machete frei gemacht. Also was will man mehr? Ich bin gerade richtig froh, dass es so zugezogen ist am Morgen. Man denkt ja so, eigentlich wäre es viel schöner mit blauem Himmel und Sonne, aber ich finde es so richtig angenehm. Geht, glaube ich, weiter. Ah, okay. Proseguimos? Wo sind wir hier wieder gelandet? Keine Ahnung. Ich fühle mich, als würde ich hier zwischen Salatköpfen oder Krautköpfen mich durchkämpfen. Oh. Natur nennt man das. Ja. Ich mag die Natur so nicht. Dafür schlägst du dich aber recht gut bisher. Esta es la natura. Esta es Natura. Hopla. Pero ahora todo esto desde hace una semana y media ha estado así. Entonces ya está cambiando el tiempo. Al rato ocuparlo. Ah, okay. Oh, das war doch richtig cool, oder? Ja. Also ich merke gerade so, da im Fluss waren wir noch so ein bisschen im Pirsch-Modus und waren eher ruhig und gefasst, aber jetzt, wenn ich so realisiere, was wir alles gesehen haben, die Kaimane, die waren richtig cool. Ja. Und ohne Jonathan hätten wir die im Leben nicht gesehen. Niemals, Nie. niemals. Also es war richtig cool. Er ist eher ein ruhigerer Typ, aber er hat uns viel beigebracht. Wir haben viel gelernt, also richtig cool. Jetzt machen wir uns, glaube ich, fertig und wollen ja noch ein bisschen was von der Insel anschauen, was von oder? der Insel sehen, oder? Genau, also machen wir uns fertig. Wir sind bereit zum Losfahren, aber mittlerweile sieht man hier eine Sache richtig gut, die möchte ich euch noch zeigen, denn die Insel Ometepe ist eigentlich eine Vulkaninsel und das hier ist einer der zwei Vulkane, das ist der Vulkan Concepción. Der ist sogar noch aktiv, ich weiß aber nicht, wann der zuletzt ausgebrochen ist. Also der ist jetzt nicht so aktiv wie zum Beispiel der Fuego in Guatemala, aber ja, es sind zwei Vulkane, die diese Insel gebildet haben. Einmal hier eben Concepción und dann auf der anderen Seite noch Madeiras, der ist ein bisschen kleiner und der ist auch nicht mehr aktiv. Aber ich würde sagen, sobald Roberto hier fertig gewendet hat, ist es ein bisschen eng. Fahren wir dann auch schon gleich los. Ich freue mich. Die Insel ist ja nicht groß, also fahren wir auch nur, was sind das, 10, 15 Minuten etwa? Und sind damit auch schon auf der anderen Seite der Insel. Es ist auch die windigere Seite, also ich bin gespannt, ob das ein bisschen gegen die Hitze hilft, weil man merkt, ja, nach dem Morgen klart immer der Himmel auf. Die Sonne knallt richtig runter, man spürt es schon ganz schön. Ja, aber ich glaube, jetzt sind wir dann eh bald da und dann sehen wir es gleich, wie es wird. Okay, und da sind wir. Wir sind an der Playa Santa Domingo. Die wurde uns mehrfach von Locals empfohlen, aus mehreren Gründen.
Also sehen wir uns das jetzt mal an. Ich komme nicht klar. Es sieht immer noch für mich aus wie ein Meer hier an dem Strand. Und dann kommen da einfach Kühe und trinken aus dem, eben nicht Meer, aus dem See. Das ist ja, voll schräg. Also einfach nur so eine richtige Herde, eine volle Herde Kühe. So witzig. Ganz schön windig hier auf der Seite der Insel, aber dieser Strand ist ja hauptsächlich dafür bekannt, dass viele Kitesurfer hierher kommen, um zu kiten. Es sind zwar keine hier zurzeit, denn ja, wahrscheinlich ist es einfach noch viel zu warm und die kommen entweder früh morgens oder spät abends, um zu kiten. Aber das Coole ist, ja, wir sind praktisch alleine hier am Strand. Schon unglaublich, das so genießen zu können. Und auf der Seite ist der zweite Vulkan, den Jesse heute erwähnt hatte. Der Vulkan Madeiras heißt der, glaube ich. Das ist der erloschene Vulkan, der ist auch ganz schön grün. Auch wenn der Sand bei uns drüben, also ja bei unserem Schlafplatz noch dunkler ist, der ist ja richtig schwarz, finde ich auch hier diesen grauen Sand, ich finde das richtig spannend. Also wenn der nass ist, ist der ja auch schon fast schwarz und da merkt man einfach, dass hier auf der Insel alles aus diesem Vulkanstein besteht. Also ich finde das schon besonders. Eine kleine Erfrischung. Ich glaube, das tut uns gut. Wir durften hier beim Restaurant parken und ja, dann gehört es sich einfach dazu, dass man auch noch irgendetwas trinkt oder isst. Jess ist noch kurz in den Van gegangen, denn ich habe mir irgendwie einen Spieß im Fuß geholt. Ja, es ist eine Pinzette holen gegangen. Wollen wir es raus? Ja. Ist schon draußen. Ah. Das ging aber schnell. Ja, ich bin Profi. Ganz kleine ist es. Ich sehe nicht mal, was es ist. Ah, naja. Hauptsache ist raus. Genau. Es ist schon ein bisschen schade, dass in den Restaurants hier oft so laute Musik läuft. Also ein bisschen, ja, verstehe ich, dass es so gute Laune machen soll und so, aber manchmal ist es einfach ein bisschen zu viel. Aber auf jeden Fall die, was war das? Der Ananassaft, der war richtig lecker, der war so mit Crushed Ice, der war echt gut. Okay. Die Cola war eine Cola. Ja, war eine Cola. So, aber wir haben jetzt noch einen Punkt rausgesucht, da wollen wir unbedingt hin. Denn da soll man den Vulkan oder vielleicht sogar beide, ich weiß jetzt nicht, richtig gut sehen können. Also fahren wir dahin. Die Insel ist ja klein. Wir befinden uns jetzt bei, wie heißt das hier? Punta Jesus Maria. Zum Glück steht das da. Ja, soll so ein Sandstreifen, Landzunge mäßig was sein, was so aus der Insel rausgeht. Und von da soll man beide Vulkane ziemlich gut sehen können. Ja. Also ja, das können wir uns nicht nehmen lassen. Also schon der graue Sand vorhin hat sich von der Sonne richtig aufgeheizt, aber hier ist er dunkler. Ist jetzt wirklich fast schwarz, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und das brennt richtig. Boah, der ist so heiß. Also man muss entweder wirklich mit Schuhen oder im Wasser gehen, sonst geht's nicht. Man sieht sie also doch, beide Vulkane. Ja, ich war ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Aber es ist schon ein cooles Bild, die zwei zu sehen. So unterschiedlich und doch irgendwie sehr
vulkanisch irgendwie. Und ich finde es auch interessant, wie man sieht, so auf dieser Landzunge, auf der einen Seite ist das Meer so aufgewühlt. Das Meer? Der See. Der See? Das Wasser. Ja. Auf der anderen Seite ist es so ruhig. Aber windig ist es auf beiden Seiten. Ja. Wir haben vorhin noch mal kurz nachgesehen. Anscheinend ist Concepción der aktivste Vulkan Nicaraguas und ist gerade mal in 2010 das letzte Mal ausgebrochen. Das ist ja wirklich nicht lange her. Nein, ich bin recht überrascht. Ja, und man sieht auch die Erdrutsche und die Lawinen, die da manchmal runterkommen und da ja eben alles, was wachsen könnte, da mit sich reißt. So, aber ich würde sagen, wir waren genug an der Sonne heute, oder? Ja. Wir fahren, glaube ich, zurück an den Schlafplatz. Ja. Und sehen uns gleich da. Es ist so richtig warm wieder. Ich glaube, wir müssen uns gleich abkühlen. Einfach mal, ja, wenn Kurz man, ins Wasser, oder? ja, wenn man es schon so vor der Haustür hat, muss man Ja. doch. Aber was wir auch vor der Haustür haben, mega cool, da hinten sind ein paar Fischer, die gerade das Netz reinholen. Und ich glaube, sie haben auch ein paar Fische Ja, gefangen. die haben ganz viele Fische gefangen. Richtig glaube cool. Ja. So, aber ich Ab will ins jetzt auch Wasser? wie ein Fisch ins Wasser. Diese Abkühlung hat richtig gut getan, obwohl, ja, so eine richtige Abkühlung ist es nicht. Also das Wasser ist pipi warm, nicht wahr? Ja, also im Wasser geht es ja noch, da ist es angenehm, aber auch Ja. kaum, dass man draußen ist, ist es wieder warm. Aber es ist einfach trotzdem so schön hier. Ja, vor allem halt mit dem Vulkan da hinten. Also das ist schon eine traumhafte Kulisse. Wir müssen das noch ein bisschen genießen hier. Ja, unbedingt. Unser Stellplatz hier ist übrigens, klar, der Launchpunkt für die Kajaktouren, aber eben auch ein Restaurant. Hier hinten sieht man es. Ist auch richtig gemütlich und sie kochen echt gut mit Fisch aus dem See und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und wir stehen hier auf dem Kiesparkplatz. Da ist der Van, da ist Roberto. Dürfen auch die Toiletten hier nutzen und eigentlich wäre es auch gratis, also die verlangen kein Geld dafür. Ja. Wir haben uns aber geeinigt, dass wir ihnen was da Auf jeden lassen. Fall. Also wir können hier eben die Toiletten benutzen, auch das WLAN von denen Stimmt, ja. dürfen hier gratis stehen. Also das ist das Mindeste, was wir machen können. Ja, wir finden grundsätzlich, wenn man so bei Restaurants steht, dann konsumiert man was, Ja. lässt was da, also ja, man will ja auch was Gutes zurücklassen. Das war ein richtig schöner Sonnenuntergang. Den hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Ja, total. Ja. Ich weiß gar nicht, wann wir letztes Mal den Sonnenuntergang wirklich gesehen haben. Ist ewig her gefühlt. Ewig her, ja. Und ja, aber die Hitze ist immer noch nicht aus dem Van. Deshalb hier ist der Ventilator, damit Jessie nicht stirbt beim Kochen. Ja. Bei mir läuft es nur noch runter. Ich ziehe mich gleich aus. Und ja, wir essen jetzt mal kurz was. Ja. Wir haben Heimweh nach Mexiko, es gibt Tacos. Ja, wir haben Heimweh nach Mexiko und wir haben noch ein Bier geholt. Toña heißt es hier in Nicaragua. Ist ein richtig gutes Bier. Also, Ja, sehr angenehm, wenn es heiß ja, ist. auf jeden Fall. Ja. Ja, also ich mache jetzt Tacos und dann gibt es gleich Essen. Endlich sind wir fertig. Der Herd ist aus, obwohl es fühlt sich eher an, als hätten wir den Ofen hier angehabt. Ja, ist richtig warm. Wir haben 33 Grad hier drin. Ja, und das irgendwie um 7 Uhr, halb 8 Uhr abends. Ja, aber es gibt heute mal vegetarische Tacos mit Paprika, Bohnen, Zwiebeln und noch Salat, Tomaten, Gurken und nochmal Zwiebeln, weil wir irgendwie Zwiebeln so mögen hier. Die sind Und hier so Knoblauch. mild. Und Knoblauch natürlich, aber Knoblauch mögen wir immer. Ja, das ist unser Abendessen heute. Ich schmelze. Also, essen. Essen und ich glaube, wir sehen uns morgen wieder. Mañana. Hasta mañana.
Guten Morgen. Was für ein kleines Paradies, was wir hier gefunden haben. Es ist richtig schön. Vor allem halt auch am Morgen, wenn es ruhig ist mit den Tieren. Das tut richtig gut. Hört ihr das? Das sind wieder die Brüllaffen, die hier, keine Ahnung, irgendjemanden massakrieren oder so. Ja, die hören wir jeden Tag und ja, heute ist es auch nicht so bewölkt wie gestern. Also gestern war es ja bewölkt, ja. Aber was uns der Guide gestern noch erzählt hat, wie hieß er? Jonathan. Jonathan. Er meinte, dass ja zurzeit eigentlich die Morgens eher so aussehen wie gestern, denn ja, bald fängt die Regenzeit an. Und das sind so die ersten Vorboten, dass das Wetter dann mit der Zeit auch wieder schlechter wird. Aber ja, wir hatten zum Glück die letzten paar Tage richtig schöne Tage hier. Es war richtig schön. Aber ja, für uns geht es heute leider auch wieder weiter. Das heißt, wir können es hier nicht mehr so lange genießen. Wir müssen zusammenpacken und ja, fahren dann zur Fähre, oder? So ist es. Ja. Es war richtig schön hier auf der Insel und wir könnten wirklich mehr Zeit hier verbringen, oder? Auf jeden Fall. Also, wir könnten locker nochmals eine Woche hier verbringen. Es gibt so viel zu sehen und ja, aber zum Glück muss man fast sagen, haben wir unser Rückfahrticket für die Fähre schon gebucht. Also wir haben eine Reservation, wir müssen noch das Ticket holen. Aber hätten wir das nicht gemacht, würden wir wahrscheinlich eben auch eine Woche noch hängen bleiben. Aber ja, unser Verschiffungstermin steht fest. Wir können es uns zeitlich einfach nicht leisten, noch mal eine Woche wo hängen zu bleiben. Auch wenn es hier wirklich so schön wäre. naja, man kann nicht alles haben, oder? So ist es leider. Also wir sind richtig froh, dass wir ein paar Tage hier verbringen konnten. Ja. Und ja. Müssen wir halt einfach wiederkommen irgendwann. Wie lange brauchen wir jetzt zur Fähre? Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde, dann sind wir da, dann holen wir unser Ticket und dann geht's auch schon rüber. Es gibt sie hier doch! Wir haben gerade einen Kapuzineraffen gesehen und wir müssen umdrehen, um da hinzufahren. Wow. Ich bin leicht euphorisch, wie man es vielleicht merkt. Gesehen. Da vorne war er, auf dem Zaun saß der und da hat irgendwas geknabbert oder so. Oh Gott, ich hoffe, wir finden den nochmal. Ah, Da sind siehst du sie? Ja, da sind ganz viele. Oh, geil! Ah. Das war doch ein perfekter Abschied von Ometepe. Also besser könnte es nicht sein, oder? Nein, voll. Also wir hatten ja am ersten Tag, also am allerersten Tag, als wir hierher gekommen sind, hatten wir einen gesehen. Ja. Aber das war am Abend und ja, irgendwie dachten wir dann, okay, das war's dann. Wir sehen keine mehr. Aber die jetzt zu sehen, richtig schön. Ja, total. Und wenn man sie auch so ein bisschen genauer ansieht, merkt man auch, wieso sie auf Spanisch Affen mit weißem Gesicht heißen. Weil ja, sie sind ja so weiß ums Gesicht und ja, richtig cool. Also war ein schöner Abschied. Jetzt aber müssen wir zum Hafen, denn wir haben jetzt ganz schön viel Zeit verloren auch. ¿Dónde? ¿A dónde el camión? Tenemos que ir a comprar ticket para nosotros dos. Después se viene a comprar el ticket. Ok, vale, perfecto. Wir haben ja unsere Reservation fürs Schiff schon gemacht, aber wir müssen hier etwa eine Stunde vor Abfahrt noch zum Office vorbeigehen und unsere Tickets holen, denn wir konnten nur die Reservation für das Fahrzeug machen, nicht für uns als Person. Also ist Roberto jetzt kurz zum Office. Wir fahren mit Che Guevara. Ja, dann sind wir auch schon in einer Dreiviertelstunde etwa abfahrbereit. Wahrscheinlich verladen sie schon ein bisschen früher. Und ja, dann dauert die Fahrzeit etwa 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Der See ist halt groß. Hola. Hola! Es ging schnell. Ja, hat alles geklappt? Ja, 2 Tickets. Musst du noch was zahlen? Ja, 100 Córdobas. Buenas. Hola, buenas. Manifiesto portuario. ¿Perdón? Manifiesto portuario. ¿Es aquí?
Tiene que renovar uno de estos. ¿Y dónde? Allá en caja. Este es. Sí. Doch nicht fertig. Okay. Aber auf jeden Fall zahlen wir hier 2000 nicaraguanische Cordoba. Ja. Das sind etwa 50 Euro. Ja. Also für hin und zurück, oder? Ja, genau. Ja. Okay. Gehst jetzt noch diesen Zettel holen. Was will der? Eine Faktura oder so? Keine Ahnung. Okay. Oder Ich gehe einfach mal mit allem, was wir haben. Okay. Ich habe allgemein so das Gefühl, an diesen Häfen ist immer ein Riesenchaos. Die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Man wird von links nach rechts hin und her geschoben. Egal. Ich musste auf jeden Fall nochmals 300 Cordobas bezahlen. Das sind nochmals etwa 8 Euro. Das waren für irgendwelche Gebühren. Ja. Ich glaube, langsam geht's los. Jess ist bereits schon aufs Schiff draufgelaufen. Ich muss warten. Aber es sieht so aus, als würde es gleich losgehen. Also, wir sind für heute Abend angekommen und wie man vielleicht draußen hört, hier ist Party, aber ist halt so, ist halt Wochenende und da feiern alle, außer wir sind wieder die Langweiler. Wie immer. Ich habe mich damit abgefunden. Nee, ist nicht so. Vielleicht gehen wir nachher auch noch was trinken. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, wir sind hier, wir essen jetzt mal was und morgen geht es für uns auch schon wieder weiter. Wir fahren über die nächste Grenze. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr wisst, wie es läuft. Wir freuen uns sehr über ein Abo. Damit würdet ihr uns sehr unterstützen. Like das Video. Genau. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Dann sehen wir uns Nächste Woche im neuen Land. Hasta luego. Hasta luego. Wir haben unser eigenes Haustier mit dabei. Das Schwein. Das ist nicaraguanische Strandschwein. Also nicht ich, sondern das da vorne. 300, was ist das für eine Währung?